Wir sind auf den Azoren, auf Pico und wir zeigen euch jetzt die Insel. Willkommen auf den Azoren, genauer gesagt auf Pico. Das sieht so krass aus hier. Das ist so wunderschön. So eine ganz wilde Mischung von der Fauna her. Teilweise so richtig tropisch, urwaldmäßig, wie so mit der Palme. Und so komplett alles zugewuchert mit diesen blauen Blumen. Ja, Pico ist unsere erste Insel und Pico ist so ein richtiger Regenwaldgefühl. Das ist bisher Tag 1, Tag 2 nur Regen. Falsch, heute Morgen war schönes Wetter. Wir lagen nur zusammen zu lange im Bett. Ja, leider. So unfassbar blumig überall. Ja, an all den Straßen. Hier. Und jetzt haben wir hier kurz in der Bucht hier angehalten. Mit dem Mietwagen werdet ihr auf jeden Fall, wer auf die Azoren geht, braucht einen Mietwagen, weil hier lebt sonst gar nichts. Ich rate euch einfach anzuhalten, immer wenn ihr braune Schilder seht. Wenn irgendwas braun ausgeschildert ist, das sind garantiert wunderschöne Spots und kleine Sehenswürdigkeiten. Jetzt sind wir hier in so einem Mini-Weltlein gelandet, was direkt neben der Straße und direkt neben dem Meer entlang läuft. Ja, und da ist einfach ein mega schöner Aussichtspunkt. Was auch richtig cool ist, überall auf Pico sind hier so die Picos Hidden Faces verstreut. Das sind hier so kleine in Stein geritzte Gesichter, die von so einer Künstlerin gemacht wurden. Und überall auf Pico kann man die finden. Wie viele davon gibt's? Ich glaube insgesamt so 30 Stück oder so auf der ganzen Insel. Ja, und das gibt's einfach überall auf der Insel. Also immer die braunen Schilder abchecken. Yo, die Kühe stehen hier mitten am Rand. Kuhsafari. So, hat geklappt. Hat geklappt? Und jetzt gehen wir auf eine Wanderung. Yes, und vielleicht kannst du auch mal den Grund zeigen, warum wir uns dagegen entschieden haben, auf den Gipfel zu wandern, was eigentlich das ziemlich Logische ist, was man macht, wenn man auf Pico ist. Aber der Grund ist, dass er die ganze Zeit in so einer Wolkendecke liegt. Das heißt, man wandert da hoch und ist dann einfach nur im Nebel und sieht gar nichts mehr. Deswegen haben wir uns jetzt für eine andere schöne Wanderung entschieden, die wir jetzt machen. Erzähl mal bitte von deinem Plan. Hast du echt Bock? Ja, ich habe sehr Bock. Da Der drauf? Plan ist jetzt da hoch zu gehen, weil ich habe auf Google Maps gesehen, dass da oben anscheinend ein See drin liegen soll. Den will ich sehen. Okay. Let's go! Ah. Los! Die Strecke war steinig. Nee, nicht steinig, einfach moosig, nass und glitschig. Das war das Schwierige. Um hier oben den See anzuschauen, und falls ihr ihn seht, der ist ausgetrocknet. Aber es gibt noch einen zweiten, vielleicht ist der ja nicht ausgetrocknet. Ich will mir den zweiten See angucken. Wenn der ausgetrocknet ist, Tamara, dann haben wir ein bisschen Stress. Wir sind nicht wegen dem See hier hoch. Guck dich mal um. Sondern wegen der Aussicht. Guck. Schaut euch die Aussicht an. Ja. Oh mein Gott. Und da hinten sieht man den Vulkan. Und da unten haben wir angefangen. Hey, der zweite See ist nicht ausgetrocknet. Ja! Schau ihn dir an. Schön. Oh, jetzt Picknick. Wie das Echo halt. Hier auch schreien. Das war so männlich. Krass. Das klingt echt gut. Oh, mit diesem Nachhall. Krass. Oh, ist das krass hier. Doch keine so eine Schnapsidee, die du hattest. Nee. Dann lass jetzt essen.
es hat sich doch auf jeden Fall gelohnt, hier hochzukommen, Ja, es war ein super Ersatzberg. oder? Ja, ein sehr guter Ersatzberg. Vor allem, weil man den richtigen Vulkanberg dann so viel besser gesehen hat. Und wir hatten hier 2 Seen, das hast du da oben nicht. Ja, das stimmt. Geil. Also die Aussicht über die Insel einfach. Hammer! Hammer! Richtig gut. Generell, wenn ihr Lust habt, den Vulkan zu besteigen auf Pico, dann ruft morgens nochmal bei der Bergstation an, dort wo man sich auch die GPS-Sender ausleiht, um den zu besteigen. Die kennen das Wetter hier von der Insel einfach sehr, sehr gut. Die haben uns heute Morgen eine Prognose gegeben. Ja, es bleibt klar relativ lange, aber Nachmittag zieht es zu. Und wir haben jetzt Nachmittag und man sieht, dass alle Wolken sind wieder um den Vulkan herum und es ist komplett wieder, die Sicht ist verdeckt. Und auch früh da sein. Also, weil da dürfen nur 160 Menschen oder so pro Tag drauf. Ja. Also muss man früh aufstehen an dem Tag, an dem man das machen will. Für Langschläfer. Nicht zu Langschläfer wie uns. Ja. Da sind 2 Kühe in unserem Auto. Was machen die da? Ah, sie gehen weg. Dürfen wir wieder ans Auto? Ich glaube, ja. Lass das Auto in Ruhe. Boah, wir haben jetzt hier gehalten bei so einer Vulkanansammlung. Das sind so Bögen, die im Wasser sind, die aus Vulkangestein entstanden sind. Also, oh, man sieht auch hier auf dem Boden die Magma, die hier getrocknet ist. Und Pico ist ja so bekannt für seinen Vulkan. Hier, boah, ja, das ist getrocknet. So richtig so Streifen. Oh, da hinten auf dem Stein auch. Oh, das ist richtig schön. Es ist wunderschön. Wow, und die ganzen. Oh, und ich bin so geflasht. Vor allem das alles in diesem. Ich liebe ja schwarz-rot. Und die Häuschen, die haben alle dann so rote Türen und Fenster und sind in diesem schwarzen Stein gemacht. Oh, eine Babykatze. Das ist natürlich für Pico bekannt, ja, die Babykatze. Sieht das nicht Hammer aus? Es sind auch so viele süße kleine Häuschen auf dieser Insel. Das ist unfassbar. Das lohnt sich wirklich, House-Watching zu machen, rumzulaufen und sich nur die Häuser anzugucken. Ich will eigentlich der Katze nachlaufen, aber ich glaube, das ist Privatgelände, also mach es nicht. So schade, wir konnten hier nicht filmen. Ja, leider konnten wir hier die Drohne nicht fliegen lassen. Es sieht hier so krass aus. Ihr könnt es euch vorstellen, wie heftig das ist ja so nice. Die Drohnenaufnahmen. Aber warum dürfen wir hier nicht fliegen? Natürlich, da in ein paar Kilometern ist der Flughafen. Natürlich darf man da nicht mit der Drohne dann hochfliegen. Aber was wir eigentlich filmen wollten, ist von oben diese ganzen vielen Lavamauern, die früher mal die Weinreben hier geschützt haben. Ich glaube sogar immer noch. Nur an manchen Stellen. Hier geht's nicht. Anscheinend war der Weinanbau früher noch viel krasser und dann haben die einmal sich so einen Schädling hier eingefangen auf der Insel. Das hat den ganzen Weinanbau dann kaputt gemacht. Wusste und dann ich auch gar nicht. Von der Regierung von Portugal, die haben dann wieder ein Projekt gegründet, dass es jetzt an manchen Stellen wieder möglich ist, den Wein anzubauen. Jedenfalls sollen die kleinen Lavasteinmauern schützen vor der Gicht, vor dem salzigen Wind, vor teilweise auch Wellen, wenn es ganz nah am Wasser ist. Und so sieht es ungefähr aus hier. Maracuja? Wir haben gerade eine Maracuja entdeckt. Wir haben gerade eine unreife Maracuja entdeckt und so sehen die unreif aus. Ja, stimmt es gar nicht und wir erzählen hier kompletten Mist. Nein, das stimmt, das stimmt. Ich werde euch bei Google. Genau, alles geproved. Oh, guck mal. Und anscheinend sind das die Blüten hier von der Pflanze. Vielleicht können wir die auch noch mal fotografieren, um zu schauen, ob es wirklich eine Maracuja ist. Und ja, tatsächlich. Passionsblume. Krass, dann haben wir hier einen richtigen Fund gemacht auf den Azoren. Das wächst hier einfach so an der Mauer. Geil. Krass, auf der Mauer, wo hier auch die ganzen Weinreben wachsen. Ja, daneben sind die ganzen Weinreben für die
Pico so bekannt ist. Die ist sogar schon ein bisschen reifer, die ist schon wirklich langsam gelb. Also ich weiß, es ist Mundraub, aber ich würde schon auch sehr gerne eine Reife hier sehen und die dann pflücken. Aber noch sind sie nicht mal reif. Und da sind tatsächlich auch Trauben. Guck, Ich sehe sie. waschechte Trauben. So, nächster Stopp. Wir wollen jetzt hier so eine Lavagrotte anschauen. Auf denen gibt es ganz schön viele hier auf Pico. Und wir haben jetzt eine davon rausgesucht, die anscheinend auch sehr beliebt sind. So viele Menschen wie hier haben wir noch nie gesehen. Ist so. Also sonst sind gar keine Touristen da. Aber hier, es gibt ja so eine Einfahrt. Und viele verwenden diese Einfahrt dann als Parkingspot. Weil es gibt halt auch gar keine anderen Parkingspots. Es sind immer nur so eine Straße. Ja. Und da sind jetzt tatsächlich schon so 7 Autos oder so. Das ist Rekord. Sonst sind nie so viele Autos. Da ist man alleine oder ist noch ein anderes. Aber diesmal haben wir 7 Autos hier. Also ich sage, Azoren sind echt noch ein Geheimtipp. Es wird nur langsam anders. Wir sind einfach an der Höhle vorbeigelaufen. Aber da ist sie. Aber da ist sie. Oh, dschungelmäßig. Ich wünschte, wir hätten unsere Wanderschuhe an. Ich auch. Nicht unsere weißen Air Force. Wir sind solche Idioten. Ja, schlechte Kombination mit dem Matsch. Wow. Da hat dich was angetropft. Oh. Ich glaube, da geht's noch irgendwie da rein, wenn du Lust hast auf Höhlenakku. Probier's. Nee. Hier ist fertig. Oh, hier ist doch nicht ganz fertig. Aber, oh, es tropft sehr viel. Oh, es tropft wirklich viel. Boah, hier die Lava. Die Decke. Das ist krass. Da ist ein Ausgang. Okay, die Grotte lohnt sich definitiv, würde ich sagen. Also sieht sehr cool aus, aber ist krass. auch eine kleine Sehenswürdigkeit. Also da ist man schnell durchgelaufen. Das ist nichts, wo man jetzt eine große Wanderung macht oder sich ewig drin aufhält. Also wenn ihr in die Höhle geht, nehmt Licht mit. Naja, hätte man sich auch denken können in der Höhle. Oh, Die letzten Meter der Höhle hier. hier kann man einmal ganz durchgehen. Boah ja, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Boah, wenn man hier rauskommt, brennt einem auch einfach alles so weg Ja, es ist plötzlich aus der so dunklen hell. Höhle wieder ins Helle. Aber absolut lohnenswert. Da ist praktisch hier so der Ausgang, wo wir jetzt rausgekommen sind. Ist aber gar nicht so einfach, das zu finden. Egal, das schafft ihr, wenn ihr das macht. Ha. Weiter. Landstall. So. Jetzt musst du die Kamera an mich übergeben, weil ich kann das nicht, das alles zu schneiden. Machst du sehr gut. Das ist hier dein Boyfriend Privilege. Ah nee, Girlfriend Privilege, ja stimmt. Rohmilchkäse von São Jorge. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall hier, diesen geilen Inselkäse. Es gibt, ja, die Azoren sind sehr bekannt für ihren Käse, weil hier sehr viel Kühe und anderes Viech unterwegs ist. Gibt es von fast jeder Insel einen speziellen Käse, den würde ich im Supermarkt auf jeden Fall empfehlen, den mal zu testen. Und dieser Käse hier, der ist so scharf, ich weiß nicht warum, aber der brennt einem so richtig im Mund. Der hat einen übel intensiven Geschmack. Ich weiß nicht, ob ich den weiterempfehlen würde, weil der halt schon sehr speziell ist. Aber es ist eine Erfahrung wert. Ich finde ihn geil. Ich würde ihn weiterempfehlen. Boah, ja. Das ist einer von den natürlichen Pools hier auf den Azoren. Das sind so kleine Begrenzungen aus Felsen praktisch, wo die Leute dann noch so Leitern hingebaut haben, dass man da gut drin schwimmen gehen kann. Ich finde, der hier ist voll schön, aber wir kennen noch einen schöneren, würde ich sagen, oder? Ja, Da wollen wir dann auf jeden Fall schwimmen gehen. das machen wir noch. Outfit of the Day. Wir gehen jetzt Greenwatching machen. Die sehen so geil aus.
Do you think it will be very warm? Or it will the wind? The wind will cool us down. Jetzt reden wir Englisch. Ja. Richtig dumm eigentlich. So. Oh, ist das unser Boot? And I think it's the same way. Wir haben einen Wal gesehen. Wir haben 2 Wale gesehen sogar. Überleben. Das ist richtig geil. Ja, ich finde auch geil. Wir haben jetzt noch vor, wir wollen weiter die Insel angucken. Ja, okay, uns geht weiter, los. Mal wieder bei einem braunen Schild Mirador angehalten, um uns den Sonnenuntergang anzuschauen, weil es ist einfach überall so unfassbar schön. Und hier auch. Und jetzt gucken wir ein bisschen den Sonnenuntergang an, weil den kann man nur von der Seite der Insel aus gut betrachten, auf der anderen natürlich nicht. Der Tag auf Pico geht zu Ende Ja. mit einem wunderschönen Sonnenuntergang. Und es war so ereignisreich. Wir haben wirklich so viel gesehen und erlebt. Pico ist einfach eine wunderschöne Insel. Und so empfehlenswert. Ja, absolut, absolut. Muss man wirklich gesehen haben, mit eigenen Augen und mit dem Auto. Auf jeden Fall. Gute Nacht. Gute Nacht. Mother, you